liebe Aquarellfreunde, willkommen zu einem neuen Film hier in der Aquarellwerkstatt. Ich gehöre eigentlich nicht zu den Menschen, die sagen, früher war alles besser. Aber mit dem Schnee ist das schon so eine Sache. Also ich habe mir vorgenommen, wenn es hier im Norden das erste Mal richtig schneit dieses Jahr, dann gehe ich nach draußen und male plein air ein schönes Schneebild. Für heute muss es hier im Atelier aber noch mal reichen. Ich male nach einem Foto, das verlinke ich euch unter dem Video und jetzt geht's los. Hier seht ihr das Foto, das mir die Idee für meine Bildgestaltung gibt. Wir haben eine entfernte Baum- oder Buschkette und diagonal in den Vordergrund laufende Linien auf dem Feld. Links dominiert ein Baum das Motiv. Hier von diesem zweiten Foto hole ich mir den Eindruck der entfernten Baumreihe, die weich im Hintergrund erscheinen soll. Für dieses Bild brauchen wir nur ganz wenig. Ich werde mit nur 2 Pinseln und nur 2 Farben malen. Hier seht ihr einen chinesischen Hakepinsel aus Ziegenhaar und einen sogenannten Linierer. Bei den Farben beschränke ich mich auf Ultramarinblau und Sienna gebrannt. Ich finde es von Zeit zu Zeit sehr spannend, so reduziert zu arbeiten und bin immer wieder überrascht, dass man alle Bildaussagen eigentlich mit 2 Farbtönen treffen kann und dass das Bild dann sogar besonders harmonisch und stimmig wird. Die Links zu den Materialien findet ihr wie immer unter dem Video. Für die Skizze brauche ich diesmal auch nicht viele Linien. Eine Horizontlinie und die angedeutete Buschreihe. Einige diagonale Linien im Vordergrund deuten die Ackerfurchen an. Damit erzeuge ich eine Perspektive und die Idee eines weiten Feldes. Bis zum Horizont feuchte ich nun das Blatt an. Normalerweise male ich den Himmel am Horizont gerne mit lichter Ocker. Heute habe ich als warmen Farbton aber ausschließlich das Sienna gebrannt zur Verfügung. Mal sehen, ob das auch funktioniert. Also in einer leichten Lasur am Horizont auftragen und von oben mit dem Ultramarinblau und großen Pinselbewegungen verblenden. In den noch feuchten Himmel gebe ich jetzt die entfernte Baumreihe. Hier seht ihr die Stärke des Hakepinsels. Genaue Striche sind überhaupt nicht möglich und die Farbe kommt so ziemlich spontan und ungesteuert aufs Papier. Die Mischung variiert dabei, mal mehr Sienna gebrannt und mal mehr Ultramarin und im Pinsel ist kaum Wasser. Dünne, waagerechte Linien mit der Vorderseite des Pinsels deuten die Ackerfläche im Schnee in der Entfernung an. Je weiter diese Furchen in den Vordergrund kommen, umso schräger und auch kräftiger im Farbauftrag werden sie. Auch die Farbtemperatur erwärmt sich langsam, das heißt, in die Mischung kommt mehr und mehr Sienna gebrannt. Mit dem Linierer ziehe ich kleine Gräser aus der Farbfläche heraus. Der Himmel ist immer noch ein wenig nass, deshalb muss die Mischung im Pinsel für die große Baumreihe im Mittelgrund wieder ziemlich trocken sein. Der Tonwert sollte jetzt etwas dunkler sein als bei den Büschen im Hintergrund, um eine andere Ebene im Raum zu zeigen. Mit dem Linierer setze ich zwischen die Flächen einige Äste und Baumstämme.
Weiter geht es mit den Ackerflächen im Schnee. Jetzt habe ich überwiegend Sienna im Pinsel und die Formen werden größer. Mit den Fingernägeln kann man auch prima Gräser darstellen. Einige Spritzer im Vordergrund geben noch mehr zufällige Strukturen. Jetzt fehlen noch die Schatten im Schnee. Ich male sie mit Ultramarin, das ich mit einem Hauch Sienna gebrannt leicht breche. Stellenweise ist dabei die Fläche der Ackergräser noch nass und kann so prima mit dem blauen Schatten verschmelzen. Noch einige Gräser hier als Akzente in den Vordergrund und natürlich noch einen Schwarm Vögel in den Himmel. Fertig! So, das war's für heute. Ich hoffe, mein kleines Schneemotiv mit nur 2 Farben hat euch gefallen und euch vielleicht auch ein bisschen dazu inspiriert, es selbst einmal auszuprobieren. Am besten draußen, das werden die schönsten Bilder. Schaut auch gerne mal auf meiner Website vorbei, www.diesaquarellwerkstatt.de, oder besucht mich auf Instagram oder Facebook. Auch hier auf YouTube freuen wir uns natürlich über Likes und Kommentare und auch noch über neue Abonnenten. Jetzt sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal und wünsche viel Spaß beim Ausprobieren.